Herzlich willkommen zurück hier in Falkenring vor der Kaserne. Und wir sind mit Zora unterwegs, diesmal questbedingt, nicht nur, weil sie immer dabei ist. Ja, das auch, aber ne, wir sind auf der Suche nach ihrer Schwester. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Gebell? Das sind wahrscheinlich die Hunde, von denen der Schmied immer da geredet hat. Die Hunde vor Falkenring. Töten! Töten! Oh mein Gott, was für ein Einband. In der alten Sprache nennt man euch Dovaki, Drachenblut. Er weiß, wer ich bin. Ich bin verblüfft. Everything all right? Mind your own business, will you? Das war jetzt nicht unbedingt nötig. Bist du die Schwester? Lyrik. Du bist nicht die Schwester. A visitor! Always good to see a new face. Don't mind me though. Just think of me as dust on the wall. Ja. Ich sag jetzt besser nichts Böses zu ihm, sonst redet er gar nicht mit mir. Was ist, wenn ich euch bei der Flucht helfen würde? Soll ich ihm richtig mal unter die Arme greifen? That'd be awful kind of you, my lord. But I don't think that's a good idea. Also, you should probably keep your voice down. Okay, weswegen seid ihr hier? Would you believe me if I said I was friend? I guess it wouldn't matter much if you did, unless you're the new captain of the guard. No, I'm just your average horse thief. I suppose my presence here is proof that, I ain't a good one. Okay. Ja, Moment mal. Falken hat wirklich keinen Stall. Ja, sonderbar. Als ich letztes Mal nachgesehen habe, hatte Falkenring gar keinen Stall. You've got a keen eye, my lord. Not everyone notices that when I tell them what I'm in for. Ja, dann erzähl mal was über dich erstmal. Sure thing, my lord. The name's Lyric. I used to be a stable hand up at the old Ashwood farm in Helgen. Ashwood. It wasn't an easy life. The servants used to joke that old Lady Ashwood could teach the military a few things about torture. Ah, wir kennen die junge That's Lady why, Ashwood. when I came of age, Ashwood. I took what little money I had Das hört sich left falsch and an. bought myself a sword. Ashwood. Hört sich falsch an. Oh Mann, warum lache ich jetzt? Das ist nicht lustig. Ja, Veralene, genau, diese unglaublich sehr, ja, respektable Frau, die wirklich gut mit Leuten umgehen kann. Aschholz, ja, die kennen wir. You know the mistress? That makes one of us. She never talked to the help. I was referring to her mother, old Lady Ashwood. I suppose there's no harm in telling you, since I'm already in jail and Helgen is burnt to the ground, but Ashwood Farm is where I got my start. Not as a stable hand, but as a horse thief. When old Lady Ashwood was murdered, the young mistress fired all the servants. So I decided to head over to the stables and help myself. Ja, das war eine dumme Idee. Wahrscheinlich. Das Lied, was gerade kommt, finde ich irgendwie voll toll. Ich weiß nicht wieso. Ob es das Zupfen ist von den Streichern. Ich mag das. Das ist so schön ruhig. Woher kommt der Name Lyrik? Mum wished for me to become a bard, my lord, although she never learned how to spell. But it turns out it takes more than a name to make a man. My fingers were made for holding a brush rather than a lute. And my arms were better for stabbing with a pitchfork than pounding a drum. But, like a bard, I have been known to tell the guards and prisoners a story or two to help pass the time. Okay, also im Deutschen wird man jetzt sagen, der Name ist richtig geschrieben. Also alles gut. Okay, dann lass uns eine Geschichte hören. It's the least I can do since you took the time to visit. What shall it be then? Ja, keine Ahnung. Dieses Gefängnis ist unerträglich, also etwas Amüsantes. Yes, my lord. We all know the tale of the Headless Horseman.
Many have even seen it riding through Folkreath. But do you know the tale of the horseless headsman, the executioner of Helgen? He would often boast about how the gods gave him 2 feet, and only cowards relied on 4. But the truth is, he didn't know how to ride, and everyone knew it. So one night, he stepped outside the walls and woke the lowly stable hand. Jeder wusste es. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zu der Zeit kaum jemand wusste, also zur Mittelalterzeit. Nicht viele, nicht kaum, aber es werden nicht viele gewusst haben, wie man reitet. Gehe ich von aus. Da Pferde wirklich sehr teuer waren, dem Adel meistens vorbehalten waren und deswegen, wie er das gerade verpackt hat, so, yo. Jeder wusste es, jeder hat's gewusst. Ja, was hat der Stallbursche gemacht? The stable hand was happy to help and recommended the headsman start with a gentle mare. But the brute was a prideful Nord and insisted on riding the meanest, nastiest stallion of the bunch. The stable hand, a bit agitated and weary, walked him over to a steed and vouched for its wildness. Ja. For weeks the headsman trained until he was confident that he could ride without assistance. So, one day, to prove he could ride as well as any man, he challenged a few of the guards to a race. Only when he trotted out his steed to the starting line, the entire city fell to their knees with laughter. For the stable hand had not given the headsman a horse, but a donkey. Warte mal. Sophia, was machst du da drin? Sophia! Nein! Was zur Hölle? Wie ist sie denn jetzt reingekommen? Lyrik, kommst du nochmal? Don't think you can barter with me like I'm one of those damned shopkeepers. Da sitzt jemand. Okay, warte mal. Achso, ne, jetzt kommt er wieder an. Oder? Lyrik! Lyrik! Einen gefangenen Drachen freizulassen, das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Oh Mann, lass mich doch bitte mal da rein. Ich muss mit ihm reden. Jetzt. Wie seid ihr erwischt worden? Wie zur Hölle kommst du da rein, Sophia? It's the least I can do since you took the time to visit. Obwohl, okay, What von shall mir it be aus. then? Ich möchte von eurem größten Raub hören. Well, my lord, I'm just a humble horse thief, and there are no great tales to tell. But I do have a story, if you'll lend me an ear. I was travelling down a road with an orc and a Khajiit, an odd trio to be sure. We were east of Helgen when we spotted a cart, ransacked by bandits. We didn't expect to find anything, but the horse had just been slain, and we hadn't eaten for days. Only when we slit open its belly, we found more than flesh. A small linen wrap, likely stashed by one of the bandits hiding a share of the spoils. We unrolled the wrap, but none of us were prepared for what was inside. It was some sort of talisman, a foul thing with a goblin's head and 3 eyes. But the eyes were jewels, bright as a noble's teeth. I didn't like it one bit, but the orc and the Khajiit laughed, so I held on to my share. Okay, das hört sich ja komisch an. Und was wurde aus den Juwelen? Well, the next day we hitched a ride on a wagon to Riften. The Khajiit said he knew someone in the guild who could get them appraised. Only on the way, the orc, he stands up from his seat for no reason at all. Next thing we know, he hits his head on a branch and dies instantly. The Khajiit laughs and tells me our cut just got bigger. But 2 days later at Ivarstead, he chokes on a bloody horse haunch. I never made it to Riften. I didn't dare go anywhere. Figured if there was one place holy enough to keep me safe, it was Ivarstead. One day, a Nord man comes by the inn. We get to talking, and it turns out he's a horse thief. I tell him the story and show him the gems. He says he'll be glad to take them off my hands.
Oh, ich verstehe. Last I heard, he was headed towards Helgen. Which is Ja, just about the ich time the wusste es. dragons came back to Skyrim. Ja, okay. Ich glaube, es handelt sich hierbei um Rorik. Nee, nicht um Rorik. Um Lokir von Rorikstadt. Den Pferdedieb aus dem Intro. Ja, das ist ja interessant. Ja gut, das scheint ja wirklich dann Pech gebracht zu haben. Wenn man noch dann zu bedenkt, dass das Pferd ja auch elendig gestorben ist. Und man es aufgeschnitten hat und alles, ne, weil es einen Talisman in sich hatte, wenn man es so sieht. Ja. Ich wollte eine richtige Geschichte hören, ey. Nee, denkt ihr, dass der Talisman verflucht wurde? It's hard to say, my lord, as I don't typically believe in such things. But I'd rather not try my luck. Ich bin doch kein Lord. Wie seid ihr erwischt worden? It was fear. Plain and simple. I was at the Sleeping Giant when I got approached by two shifty folk with hoods covering their eyes. The first one sits beside me and buys me a drink, while the other stands in the corner. He goes, "I hear you're the man to see about a horse." I tell him, "Sure, my lord, I am." He tells me he needs two. One for him and one for his sweetheart. I'm guessing a Breton girl by the size of her. Mhm. Gab es an dieser Frau etwas Besonderes? The Breton made me real nervous, always whipping her head round to see if anyone was looking. But it was her hands that caught my eye. She had calluses tough as a goat hide, and all the dirt in Skyrim under those fingernails. She wasn't built like no adventurer, and she wasn't some college mage living in the city either, if you catch my meaning. I think she was a witch. Okay. Das hört sich doch ganz gut an. Also das hört sich nicht gut an, aber das hört sich an nach der Person, die wir suchen. Was ist mit dem Mann? Wer war er? Just some love-struck boy, my lord. The witch probably cast a spell on him. More chambermaid than tavern wench, from what little I could see of her. His plan was to steal a few horses from the old Ashwood farm near Helgen, and cross the border from the west near Falkreath. Okay, ihr habt eingewilligt, die Pferde zu stehlen. Well, truth is, I was so sore at the Ashwoods I probably would have stolen the horses for free. But that's no way to make a living. I told the boy I only needed one other rider. The girl could wait for us by Peakshade Tower, and I'd collect the rest of my fee there. Den kennen wir auch. Except when the job was done, it wasn't the boy waiting for me at the clearing. It was the witch. Okay, und was geschah dann? The whole ride west I had that hag raven at my back, with all kinds of bad thoughts running around in my head. I don't know what it was that set me off. Maybe it was just the wind, but I laid my heels into that horse and rode as hard as I could into the city. It didn't take long for the guards to figure out the horse wasn't mine. But by Ysmir's beard, at least I'm alive. Ja, stimmt. Wait, this mage's name, was it Jocelyn? As a matter of fact, milady, I think it was. You're not acquainted with her, are you? She's my sister. Alles klar. Oh, pardon my language, milady. Der heiße Spur. Ihr passt doch auf euch auf, oder? I'm still. sure she Oh, made it to trust Syria. me, it's not our safety you should be worried about. Somehow I doubt that. My girls were waiting for her there for quite some time. Evidently, the snowstorm brought her back, and with it, my property. Now don't give me that look, Oh, Moment mal. girl. I don't care if your sister lives or dies. Meaning I'm more than willing to let her live, if it saves me the trouble of dealing with you. I simply want what is rightfully mine. And what is that exactly? Girl, this is hardly the place to talk of such things. Come to the graveyard. At least the dead share no secrets. Ja, das ist ja auch viel I besser, like der this Ort. one bit. Jocelyn would not steal. Naja, gut, du wirst es wohl wissen, aber du hast sie auch wirklich lange nicht gesehen, ne? Ja, es ist möglich, dass sie sich verändert hat, genau.
Sie hatte wahrscheinlich einen guten Grund, ja. A very good one. Jocelyn does not act impulsively. She's a quiet woman, and if she stole something, it must have been urgent. Hier wird nicht rumgetrödelt. Sei still! What kind of a woman So what do you now? think I am? Ja, wie? So what now? Auf geht's. Alright. Ja. Ich weiß nicht, als er Milord gesagt hat, musste ich irgendwie daran denken, wie cool das eigentlich wäre, wenn man die Tarne-Funktion hier richtig ausgearbeitet hätte. Ne, also ich spreche hier wirklich, man ist ja als Tarne mehr oder weniger ein Ritter ein persönlicher Ritter des Lehnsherrn hier. Also in meinem Beispiel jetzt, ich bin ja Tarne von Einsamkeit und von Weißlauf. Also wäre ich im Prinzip jetzt Ritter oder nicht Schutzbefohlener. Aber ich wäre im Prinzip Ritter oder, ja, wie nennt man das denn sonst? Tarne halt, keine Ahnung, wie man das im Nordischen nennt. Wahrscheinlich auch Tarne. Aber, ja, halt Ritter dieses Herrschers in diesem Gebiet, ne? Und als Ritter hat man ja sehr viele Aufgaben. Und das finde ich gerade irgendwie muss ich ja gerade dran denken, dass das ja eigentlich ziemlich cool wäre, wenn man in Skyrim solche Verwaltungsaufgaben oder so eingebaut hätte. Ne? Wo man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mit der Bevölkerung irgendwie reden muss oder was weiß ich, irgendwie so kleine Missionen. Das fände ich ganz cool. Besser als so Kopfgeldmissionen irgendwie. Wer bist du denn? Ich erkenne eine Ach so. Du warst in der Rüstung Kneipe. schon von weitem. Mich könnt ihr nicht täuschen. Ich will dich ja auch gar nicht täuschen. Wache. Du hast nicht mal einen Namen. Ja? Das ist eine Enttäuschung. Ha! Was ein Wortwitz. Ganz gleich, was noch passiert. Die Wachen werden euch für alles, was ihr getan habt, auf immer dankbar sein. Danke. Oh. Ich komme gleich zu dir. Der Gott Arkai war einst wie wir, gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. Durch die Ebbe und Flut dieser kosmischen Gezeiten finden wir Erneuerung und schließlich Okay, ich muss gehen. Tut mir leid. Möge der But the Geist girl von never talked Lavinia much at all. I thought she was a sodding mute. Which was good. I tire of young people and the endless flapping of their tongues. She made for the perfect apprentice. Jocelyn would never join a coven. Something must have happened. That's another thing about you young people. You think you know everything. So arrogant. For your information, your sister joined our coven and was otherwise happy until her greed got the best of her. Of course, it was only a matter of time before I caught the traitor, which is why she escaped into the very crystal she stole. Was? What do you mean? What crystal? You're stupid. And ugly. The crystal is the property I was referring to earlier. This is not the time for petty insults, Wollte witch. ich auch gerade sagen, How did also- she escape into a crystal? Young people, so impatient. The crystal is a key, a portal to another plane of existence. The legends say it would transport you to a paradise of eternal youth. Naturally, for someone of my years, this seemed like an attractive prospect. The devil is in the wording, of course. Eternal youth indeed. It's a curse. Anyone who enters the plane turns into a child.
A child of body. And a child of mind. Oha. God knows I warned the stupid girl. But young people just do not listen. In any case, the only way to revive the crystal's power is to remove the soul inside it. Thus, Ups. are one and the same. Where can we find this crystal? My girls tracked her to Bloodlet Throne, which means she ran from my coven right Oh, into nein. a castle full of vampires. Ja, musste ja sein, ne? Sometimes I wonder if your sister is no ordinary fool, but the kind of fool so foolish that her name should be carved Oh mein Gott, schon wieder. of all creation. As in, Jocelyn Fairchild, the mother of all fools. Oh Mensch, das klingt doch You can überhaupt tell me nichts. what you wish, but I've had about enough of you bad-mouthing Jocelyn. Ja, ist so. That would not be wise if you wish to see your dear sister again. I am the only one who can open the portal. I would do it myself, but why risk my life when I can risk yours? In exchange, the girl is allowed to live. I trust we have a deal. Fine, but try anything funny and I won't hesitate to take your head. Huh. I'm sorry for that display, my Jarl. I know you're not used to seeing me angry. I'm not used to it either. But when I talk to that hag... Ja, ist nicht verkehrt, auch mal alles rauszulassen. Ja. Bleibt ruhig. Ja, das ist das Beste jetzt. Wir müssen uns darum kümmern, eure Schwester zu retten. Die Hexe wird dabei helfen. I know. Jocelyn's life is what's important. We will worry about the witch later. Ja, auf jeden Fall. Ja. Woher wissen wir, dass die Hexe nicht versucht, mit uns zu töten? I had not thought of that. She said saving Jocelyn would be dangerous. She could very well attack us the first chance she gets. I would not want to leave my hero defenseless. Once Jocelyn is safe and I am sure we don't need her, perhaps I can give you a sign of some sort. How about if I scratch my ear? Nah, it may actually be itchy. How about if I say, I am hungry for a goat roast? Yeah, that will be the signal. Okay. What are you two idiots babbling on about? Nix. Let's get going. Cool. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Was hat sie jetzt nochmal? Ja, zu viel dazu. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ja, sie redet nicht. I'm right here. Ja, ne, wir gehen jetzt dahin. Okay. Oh je, oh je. So, ich würde sogar sagen, wir machen das tatsächlich ohne Pferd. Also, ich werde jetzt einfach mal dahin laufen. Was ist denn das für eine Höhle hier? Hä? Wir waren doch schon mal hier. Ich muss sie doch entdeckt haben. Oder nicht? Jetzt bin ich aber gerade echt verwirrt. Serpent Strait. Those are some hefty scars, girl. I've got a new name for you. Target Dummy. Ho, 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 Junge. Du legst es aber drauf an. Der Schlangenpass. Bleibt wachsam. Da, ich glaube, das hat irgendwas mit Ciroli zu tun. Target dummies don't talk as much as you do. And your face is carved up like a bloody whetstone. That's it. Whetstone. Du verwirkst gerade, also dein Leben ist gleich verwirkt, wenn du so weitermachst. Das weißt du, ne? Wir sind mehr als du.
Wir brauchen dich nur so lange, bis die Schwester gerettet ist. Danach. Where did you get all those scars anyway? It's none of your business, bitch. You're right. You know what is my business? Getting my crystal back. If you can't do that, I'll add another stripe to your collection. Ganz toll. Das schmeckt mir alles gar nicht. Das Gerede von ihr. Naja, immerhin sind wir jetzt da. Gut, ja, dann können wir in der nächsten Folge genau hier weitermachen und sehen zu, dass wir diesen Kristall finden. Ich habe wirklich nicht viel Lust, mit ihr noch länger hier rumzulaufen. Diese blöde Hexe. What's more dangerous? A robber's shout or a vampire's kiss? Gute Frage. Ja, gut, also bis zum nächsten Mal und jo, tschüssi.